Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, wir fangen heute an mit den Videos, die ich vorproduziert habe die Woche. Da bei mir, Alter, ist das gerade über am Lecken hier? Jawohl, sehr gut, so muss das sein. Ja, da ich bei mir jetzt die Woche die Bauarbeiter zu Hause habe und ich Nachtschicht habe und die tagsüber hier sind, kann ich zu Hause nicht pennen. Ne? Ich habe es euch ja gestern oder so oder vorgestern schon im Video erzählt. Und ja, deswegen wundert euch nicht, dass hier immer noch die Events aktiv sind, denn ich möchte natürlich trotzdem weiterhin den Daily Upload, ja, Dose of Daily Dorza hier aufrechterhalten und deswegen ja, muss ich hier und da mal ein paar Folgen natürlich ein bisschen vorproduzieren, damit ihr halt eben auch noch jeden Tag euer Video bekommt, ne? Und ich denke mal, es sollte aber kein Problem sein, nur dass ihr euch nicht wundert, dass hier immer noch die Aktionen am Start sind, die dürften jetzt mittlerweile nicht mehr so vorhanden sein. Ja, ist immer ein bisschen schwierig, wenn man ein bisschen vorproduziert. Bei mir ist hier auch noch der Elevator aktiv, das ist hier auch nicht mehr der Fall. Ja, genau. Ansonsten, das meiste habe ich hier heute eigentlich schon erledigt. Ich wollte seit langer Zeit mal wieder mit euch in die Ehrenhalle schauen, wie es hier aussieht. Und ja, hier sind wir leider nicht vertreten. Hier ist der Sir Webster, der uns auf S31 vertritt. Da kann ich auch mal gleich die Gelegenheit nutzen, bevor wir noch in die EHOF schauen im Gildenfight. Das hat mich auch noch interessiert, was unsere Aufholjäger machen hier. Ich habe mir die ja gespeichert, ne? Und ob die noch gut am Durchgrinden sind hier, ne? Also sind auf jeden Fall noch aktiv, so viel kann man sagen, ja. Ich glaube, ein paar Leute hat es wirklich gepackt, die wirklich hier durchziehen wollen und ja, da ist hier einiges am Start. S31 ist, ja, da ist die Aufholjäger Seuche ausgebrochen, sag ich mal. Es sind viele Leute hier, die ja, auf Chillo ein bisschen machen wollen. Dann gibt es hier noch so Leute, die übelst ausrasten. Hier Kysuel, hier mit 331 schon am Start. Dann haben wir Graf Zahl hier, der auch schon 329. Piccolo, ne, auch 321, auch stark. Hier Abszess aber auch stark. Generell finde ich cool, dass Leute das so vorhaben, auf jeden Fall. Die ersten Leute gehen jetzt wahrscheinlich auch bald in die Dungeon-Pause, ne? Ist ja nachher bald der Zeitpunkt gekommen, ja, ab wann man das dann machen kann hier. Die ersten haben bald das Level dafür erreicht. Dann wird es da wahrscheinlich erstmal erste Zeit auch nichts so zu sehen geben. Aber ja, wenn man so schnell wie möglich vorankommen möchte, gehört halt eben auch eine Dungeon-Pause irgendwo mit dazu, würde ich mal sagen, ne? Oh, wir stehen hier auf Platz 15, das ist ja gar nicht mal so gut. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir die Gilde so lange oder seit wann ich die Gilde hier so weit unten gesehen habe. Sonst waren wir immer schon ein bisschen weiter oben. Gucken wir mal rein. Aktueller Kampf. Liegt aber auch daran, wir hatten hier auch ein paar Inaktive. Jetzt ist hier nur noch der Jörg von hinten, der hier noch inaktiv ist. Ist natürlich sehr schade, weil, ja, so ein Account kriegt man natürlich nicht mehr ersetzt hier auf dem alten Server, ne? Das ist ganz klar. Hier noch irgendjemand aus seiner Gilde rauszubekommen, ist nicht mehr wirklich möglich. Sag ich mal so, ne, sie sind hier alle in ihrer Gilde wahrscheinlich schon seit Jahren drinne, ne, und wollen auch, denke ich mal, nicht wechseln. Es fällt schwer, kann ich auch nachvollziehen. Aber ja, umso schwerer ist es natürlich halt auch eben die ja, neue Leute zu finden für die Gilde, falls mal jemand inaktiv werden sollte. Deswegen freue ich mich auch, dass auch so viele Aufholjäger am Start sind, die Potenzial eventuell hegen, auch eventuell mal zu uns in die Gilde zu kommen oder eventuell auch in ihrer Gilde bleiben wollen, wo sie jetzt aufholen. Das kann ich natürlich auch komplett nachvollziehen, wenn sie da in ihrer Gilde bleiben möchten, weil, ja, bis dahin hat man natürlich mit der Gilde auch einiges durchgemacht und geteilt an Erfahrung. Und dann möchte man vielleicht nachher auch gar nicht mehr irgendwo anders hinwechseln. Ist auch komplett in Ordnung, weil es sorgt natürlich auch irgendwo für Serveraktivität, ne? Und dass sich nicht alles nur in der Top 1 Gilde lagert und die halt mit Abstand dann den Server dominiert. Ist ja jetzt schon so, ist vielleicht auch ein bisschen langweilig. Deswegen, ja, ist das auch schön, wenn sich das natürlich ein bisschen spreaden würde, ne, auf S31.
Genau, davon ab dauert es sowieso noch sehr lange, bis die ersten Leute dann zu uns kommen. Ich glaube, der höchste Aufholer ist der Melkor, der Battle Mage. Der war, glaube ich, hier schon dran gewesen im Fight. Aber Battle Mage ist ja jetzt auch eine Klasse, die auch schon eine Zeit lang draußen ist. Deswegen, ich sag mal, ist mittlerweile schon ein bisschen älterer Aufholer. Aber ja, jetzt sind ja ganz viele jüngere Aufholer gestartet. Das dauert natürlich alles so seine Jährchen, sag ich mal. Ne? Jetzt alleine Dungeon-Pause dauert jetzt schon ein bis 1,5 Jahre so, bis da die ersten wieder aus der Dungeon-Pause rauskommen. So, ne? Und dann ja, gehen die ja dann auch direkt auf Gold. Das heißt, man macht ja dann noch weniger Erfahrung, sag ich mal. Ne? Und ja, es dauert alles, ne? Das dauert seine Zeit. So, gucken wir mal. Wir sind jetzt hier schon bei Smudo, bei unseren Hardcore-Krieger hier schon angekommen, unser stärkster Krieger in der Gilde, unser Rückgrat quasi zwischen den ganzen Magiern hier. Der Rest sind nur Magier hier von uns vertreten. Gegen Jurik Joriksson darf ich antreten, ein sehr bekannter, starker Spieler. Und kritte ihn weg. Er krittet mich nicht. Und oh, Digga, was? Digga, das muss ich mir gleich nochmal anschauen. Was für ein crazy Fight, Alter. Da kam ich jetzt ja gar nicht so schnell hinterher, ne? Aber nee, ne? Nee, der krittet jetzt nicht unsere Der krittet jetzt aber nicht unsere Ey, jetzt mal ernsthaft. Der hat alle unsere 4 Magier weggekrittet, ne? Deswegen, wir brauchen unbedingt einen starken Krieger noch. Noch einen, wirklich. Es ist ja unglaublich. Digga, wir hatten den Kampf ja schon in der Tüte. Wir hatten den ja schon gewonnen gehabt und dann kommt sowas hier schon wieder. Ey, unsere Magier werden alle wieder samt nur weggekrittet. Das ist ja unglaublich. Aber holy shit, der Kampf gegen Jurik, Alter, was für ein heftiger Fight. Ist ja krass, ne? Also, ist ja auch wirklich einer der stärksten Spieler so, ne? Den muss ich mir unbedingt nochmal anschauen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den gewinne, aber er hatte mich auch kein einziges Mal gekrittet. Da hatte ich ein bisschen Glück gehabt. Ansonsten wäre das für mich auch schlecht ausgegangen. Gucken wir nochmal. Er fängt an, krittet mich aber nicht. Ich kritte direkt. Er krittet nicht nochmal. Ich kritte zweimal. Er krittet mich wieder nicht. Und da habe ich gedacht, jetzt klappt's. Und da habe ich gedacht, jetzt hätte er einmal hier kritten müssen. Aber nein. So. Und Drainy haut hier einen raus, haut einen normalen Hit raus, wird weggekrittet. So, kein Crit hier von ihm, weggekrittet. Kein Crit von ihm, hier, weggekrittet. Ja, also das ist ja, wir gucken uns jedes Mal die Kämpfe an hier in der IHOF. Es ist immer das Gleiche. Es ist immer das Gleiche. Es ist sehr deprimierend. Es ist sehr deprimierend. Schade. Und ja, uns fehlt halt so ein bisschen zum Ende hin die Konstanz, sag ich mal. Die Konstanze fehlt am Ende hier. Ne? Deswegen, ich bin schon voll dabei, aber als Magier kann ich halt auch nicht viel tanken. Bin voll dabei, jetzt hier auf Ausdauer auch hier weiter zu skillen. Dass man hier ein bisschen tankiger wird, noch als Magier, aber ja, ist halt schwierig, sag ich mal, das so auszugleichen, so, ne? Es ist noch relativ unkonstant. Ne? Und deswegen kriegen wir halt auch so oft aufs Maul, weil ja, die meisten von unseren Magiern keinen einzigen Crit einstecken. Ne? Ist ja halt auch so als Magier, da steckst du halt nicht viel ein. Aber wenn die dann First Hit, ne, weggekrittet werden, dann kommen die gar nicht dazu, das ganze Schadenspotenzial eigentlich auszufalten. Ne? Und dann, ja, kann man auch nichts machen. Deswegen Magier, Damage, gut und schön, aber zumindest finde ich, ein Treffer müssen die Magier schon überleben, damit die wenigstens einen Hit raushauen, so, ne? Wenigstens einen. Einen Hit müssen sie überleben, deswegen ja, bin ich ja jetzt auch voll dabei, wirklich Leben zu stacken. Ne, ich hatte ja gesagt, mein Plan, den ich hege, ist erstmal auf, ja, wie war mein Plan? Wir machen erstmal 222.222 Ausdauer. Die haben wir jetzt schon bald erreicht, ja? Dass wir hier erstmal die Schnapszahl zu stehen haben. Dann gehe ich auf 350.000 Intelligenz. So, das hat man relativ schnell voll, ja? Also dauert nicht allzu lange so. Ich weiß, erstmal wieder ein bisschen Schaden, macht keinen Sinn, aber irgendwann geht man ja trotzdem auf Schaden. Aber was ich dann vorhabe, ist dann erstmal ganz, ganz lange Zeit nicht auf
Intelligenz zu gehen. Dann haben wir erstmal 350k, das ist erstmal schon sehr viel. Und dann gehe ich erstmal hoch auf 250k Ausdauer und dann wahrscheinlich auch direkt auf 300k Ausdauer, dass man 350k Intelligenz hat und 300k Ausdauer. Ja, also so wird es wahrscheinlich sein, denke ich mal. Ob das der Weg zum Erfolg ist, kann ich nicht sagen. Aber ich denke mal, wenn ich mich weiter in der IHOF hier hochkämpfen möchte, ist es wahrscheinlich gar nicht so verkehrt, ein bisschen mehr Richtung, sag ich mal, als Magier 55, 45 zu gehen. 50, 50 sollte man als Magier nicht machen, finde ich. Damage ist halt auch noch irgendwo wichtig. 60, 40 ist ja gut gegen andere Gegner, die dasselbe Hauptattribut teilen, ne? Und 55, 45 ist halt eher so gegen Klassen, die ein anderes Hauptattribut teilen, ne? Also in meinem Falle keine Magier sind, sondern Krieger oder Kundschafter, ne? Und hier ist noch relativ, also es sind mehr Magier auf jeden Fall jetzt gerade, aber ich glaube, in dem Bereich, wo wir uns hier aufhalten mit S31, ist es noch sehr bunt gemischt zwischen Krieger, Kundschafter und Magier. Und deswegen ist es für mich, wenn ich hier aufsteigen möchte in der IHOF, ist es, glaube ich, gar nicht so verkehrt, ein bisschen mehr Richtung, also abzugehen von 60, 40, sondern mehr in Richtung 55, 45 so ungefähr. Ne? Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass ich ein bisschen mehr Leben momentan stacke, um halt hier weiter aufzusteigen. Hier oben sieht man dann nachher deutlich mehr Magier hier eine Zeit lang. Da kann man dann überlegen, ein bisschen mehr auf Damage wieder zu gehen. Und hier ganz oben, ja, also ist es momentan halt auch relativ gemischt, muss ich sagen. Ja, also deswegen vielleicht gar nicht so verkehrt, dass man die Skillung hier auch anpeilt. So. Bisschen weniger von dem Schaden, weil wir haben ja schon dann haben wir ja 350k, das ist schon echt viel und ja, Rest muss man dann gucken. Ne? Okay, ja Leute, das war's für das Video heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.